Herzlich willkommen zum Podcast Brustgesundheit von Affidea Brustcare im Brustzentrum Zürich. Heute habe ich zu Gast Dr. Valeska Hürlimann. Sie ist plastische Chirurgin, also Fachärztin für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie. Und das Thema heute ist Brustimplantate, gesundheitliche Aspekte davon, ästhetische Aspekte und auch rekonstruktive Aspekte davon. Also wir decken ganz viel ab. Valeska, du führst jeden Tag fast die Operation durch, dass du Implantate einlegst bei Patientinnen. Wenn du jetzt an die letzte Operation, die du gerade kürzlich durchgeführt hast, zurückdenkst, was war das für eine Situation? Was war das für eine Patientin, für eine Art der Operation? Also das war letzte Woche und da habe ich Implantat auf einer Seite eingelegt bei einer rekonstruktiven Patientin. Das bedeutet, dass eine Patientin, die hat das Brustdrüsengewebe komplett entfernt bekommen und ich habe den Wiederaufbau dann gleichzeitig mit einem Implantat gemacht. Das hatten wir davor so besprochen. Es gibt Möglichkeiten, eben mit Implantaten oder mit Eigengewebe, Brustgewebe aufzubauen. Und gemeinsam in der Sprechstunde hatten wir uns für ein Implantat entschieden. Das war die Operation, ja. Jetzt haben wir ja zwei Gruppen von Patientinnen. Die Patientinnen, die die Rekonstruktion möchten, wie jetzt in deinem Beispiel, und auch Patientinnen, die eine Brustvergrößerung sich wünschen und dafür Implantate sich gern einsetzen lassen würden von dir. Wenn du an diese zwei unterschiedlichen Gruppen von Patientinnen denkst, was ist so aus deiner chirurgischen Sicht der Unterschied? Ja, also eben, das fängt schon bei der Erstkonsultation eigentlich an. Eine ästhetische Patientin, die hat sich schon häufig lang damit auseinandergesetzt, dass sie unzufrieden ist, was sie möchte und kommt schon mit einer relativ klaren Vorstellung, die man natürlich noch im Detail nachher anschaut, aber die weiß schon ungefähr, was sie möchte. Sie hat schon mit Freunden drüber geredet, Social Media, sie hat sich einfach schon viel informiert. Eine rekonstruktive Patientin, das sind häufig Patienten, die waren bei euch in der Sprechstunde, haben die Diagnose, fallen aus allen Wolken vielleicht auch und kommen dann zu mir nach 1-2 Wochen, meistens eher nach einer Woche. Und die haben sich noch gar nicht groß Gedanken drüber gemacht. Das ist eine ganz neue Situation. Das heißt, die Art des Gespräches ist schon mal ganz anders. Da fängt es schon mal an. Und von der OP her ist es natürlich auch ganz unterschiedlich. Gehen wir jetzt von einfach meiner Brustvergrößerung aus. Da hat man eigenes Gewebe, sucht sich eine gewisse Größe an Implantat aus, bringt die einfach noch dazu, dass das eigene Gewebe etwas größer wird. Ja. Bei der Rekonstruktion ist das Ziel eher ein bisschen, das wiederherzustellen, was da ist. Da besprechen wir gar nicht, oh, was können wir alles verändern, sondern gerade wenn es zum Beispiel einseitig ist, dann wollen wir wie erreichen, der Hautmantel, der nachher noch da ist, wenn die Brustdrüse weg ist, dass der so gefüllt ist, dass es zur anderen Seite passt. Also auch die Planung von mir, welches Implantat suche ich aus, wie wird es gemacht, was braucht es nachher noch, ist eine andere. Also das Device bleibt das gleiche, aber ansonsten sind das eigentlich zwei recht unterschiedliche Operationen. Also das Implantat selber, das Material, das ist genau das Gleiche, Ja, ganz sind genau. unterschiedliche Größen. Ja. Wie du es einsetzt, ist auch nochmal unterschiedlich. Also ich stelle mir Genau. das ziemlich herausfordernd vor, wenn du sagst, es sind so unterschiedliche Patientinnengruppen. Also es verlangt ja vielleicht von dir auch viel ab in der Sprechstunde, denke ich, oder dass du wie genau dich einstellen musst, in welcher Situation ist die Patientin, also einmal jemand mit einer Krebserkrankung oder jemand, die sich lange damit beschäftigt hat, die ihr Aussehen verbessern möchte, also aus ihrer individuellen Sicht. Schon herausfordernd wahrscheinlich. Ja, weiß ich nicht. Also im Endeffekt sitzen da zwei verschiedene Frauen, die irgendwie die ein Anliegen haben und zu mir kommen und beraten werden möchten. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich kann klar, man thematisiert ein bisschen anders, braucht vielleicht bei einer Rekonstruktion ein bisschen mehr Zeit, weil einfach alles ganz neu ist, aber im Endeffekt sitzen da zwei Frauen, die wahrscheinlich in beiden Fällen etwas nervös sind und einen gewissen Rat möchten und daher finde ich, sind die Gespräche, weil unter Menschen zusammen bleibt dann doch ähnlich, ja. Ja. Ja.
Jetzt habe ich ein bisschen rausgehört, es ist viel, ja, oder sehr wichtig, dass in diesem Planungsgespräch zu hören, was möchte die Patientin, was möchte man erreichen. Ja. Welche Fragen stellst du der Frau, die vor dir sitzt und das Thema Implantate kommt auf, um genau das rauszufinden? Also wir sprechen jetzt von ästhetischen Fall, richtig? Rekonstruktion ist nochmal ein Ticken anders, da kann ich auch nochmal drauf eingehen, aber wir fangen mal mit der Ästhetik vielleicht an. Also da ist für mich sicher immer wichtig, was sind Vorstellungen? Was hat sie schon für Erfahrungen gemacht? Hat sie schon genaue Ideen? Es gibt nicht nur eine Art, eine Brust zu verändern. Nehmen wir jetzt eine Frau, die irgendwie nach 2 Kindern gestillt, die Brust ist etwas leerer. Gut, kann man ein Implantat einsetzen, man kann aber genauso den Hautmantel etwas straffen und zum Beispiel eigenes Fett machen. Das sind dann einfach so die Methoden, die ich bespreche. Viele wissen das gar nicht so und sind dann ganz froh und sagen, ich dachte, es gibt nur Implantate. Das ist sicher wichtig. Dann finde ich ganz wichtig zu besprechen, wie ist die Lebensplanung. Also wenn jetzt eine 30-jährige Frau vor mir sitzt und sie sagt, ich hätte gerne Implantate, dann frage ich auch, ist in nächster Zeit eine Schwangerschaft geplant? Weil auch dadurch kann sich die Brust nochmal verändern, kann vielleicht Probleme mit dem Stillen geben. Ist es der richtige Zeitpunkt? Habe ich mir das gut überlegt? Ja, das ist, glaube ich, wichtig und wichtig zu wissen, gerade mit Implantaten, und das ist auch nicht jedem ganz klar, es bleibt meistens nicht bei einer Operation. Also ich sehe sicherlich mehr Patientinnen, die schon mit Implantaten kommen und Probleme haben, als reine Erstvergrößerung. Das ist bei uns in der Praxis, wir haben eher ein bisschen die komplexeren Fälle. Und denen wurde dann im ersten Gespräch, die sagen, die waren da irgendwo 20 Minuten. Der Arzt hat gesagt, wir nehmen das Implantat, die Größe, und die wissen nachher gar nichts. Und denen wurde auch nicht gesagt, dass die vielleicht mal ausgetauscht werden müssen, dass das Probleme machen kann. Und ich glaube, das ist wichtig, dass die sich auch bewusst sind, wenn sie den Weg gehen mit Implantaten und sie sind sehr jung, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass die irgendwann mal nochmal austauschen müssen. Kann man das grundsätzlich sagen, wie lange die halten, so Implantate? Nein. Also es gibt kein Ablaufdatum. Viele kommen, früher hat man immer gesagt, die halten so 10 Jahre. Das ist nicht so. Also an sich, das Implantat kann für immer drin bleiben. Aber der Körper kann Reaktionen auf das Implantat machen, die es notwendig machen, dass es gewechselt werden muss. Das bedeutet, ein bisschen genauer, das Implantat ist ein Fremdkörper und unser Körper kapselt jeden Fremdkörper ein. Das ist auch gut, weil wir wollen, dass das Implantat an Ort und Stelle bleibt, sich nicht dreht. Daher brauchen wir diese Kapsel. Aber im Lauf der Jahre kann die Kapsel dicker werden und die quetscht dann das Implantat ein bisschen ein und das kann zu Schmerzen führen. Und kann auch die Brust so ein bisschen arg hart machen. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, dass man es austauscht. Das ist sicherlich ein Grund. Oder so ein Implantat kann in seltenen Fällen tatsächlich auch mal kaputt gehen. Und auch dann sollte es ausgetauscht werden. Solange man keine Probleme hat, muss man das nicht machen. Kann man es lassen. Aber in der Regel wird es irgendwann notwendig. Irgendwann schon. Ja. Wenn man sich so zurückerinnert, ich kann es schemenhaft erinnern, vor ein paar Jahren waren mal Implantate in den Negativschlagzeilen, dass das irgendwie nicht gutes Material gewesen sei. Hörst du solche Bedenken von Patientinnen, die zu dir kommen, die wissen wollen, wie ist die Qualität, was verwendet ihr, worauf muss man achten? Hörst du solche Fragen? Erstaunlich wenig, wundert mich. Vertrauen dir von vornherein? Dass tatsächlich die wenigsten Fragen, sind die schädlich oder was gibt's? Oder ich habe mal gehört, da war dieser Skandal, kann ich noch was dazu sagen. Ich weiß nicht, ob man das nicht so mitbekommt, wenn man nicht gerade in dem Thema tätig ist. Das weiß ich nicht. Aber ich thematisiere das natürlich in der Sprechstunde und das gehört auch dazu. Das, was du vorhin angesprochen hast, es gibt eigentlich 2 Fälle. Es gab einmal vor längerer Zeit diesen sogenannten PIP-Skandal, also das waren Implantate von der Marke und die waren auch normal zugelassen, aber die haben ihre Implantate, ohne das zu sagen, nicht mit dem normalen Silikon gefüllt, das zugelassen ist, sondern mit billigem industriellen Silikon, was keine Zulassung für in den Körper hat. Und das kam irgendwann später raus, die sind auch häufiger kaputt gegangen und dann ist auch
die Empfehlung rausgegangen, dass man die austauschen lässt. Das ist das eine. Und das andere ist wahrscheinlich das Lymphom, das implantatassoziierte Lymphom, von dem man sicher schon mal gehört hat, der eine oder andere. Und das ist in Verbindung gebracht mit einer gewissen Art von Texturierung. Also es gibt Implantate, die sind ganz glatt. Und es gibt Implantate, die haben eine Texturierung. Und es gab eben von Allergan, aber auch andere Marken haben diese Art der Texturierung benutzt. Implantate, die in Verbindung gebracht wurden mit einem Lymphom, das bedeutet einem Krebs von den Blutzellen, nicht von der Brustdrüse, die sich in der Kapsel um das Implantat gebildet hat, und die sind auch vom Markt genommen worden. Also das sind die zwei Sachen, und das thematisiere ich auch, ja. Das heißt, aktiv klärst du die Patientinnen darüber auf. Ja. Also, was für Risiken haben Implantate noch? Jetzt hast du über Kapselfibrose gesprochen. Also sicher das Allerhäufigste ist die Kapselfibrose. Die betrifft die allermeisten Frauen irgendwann einmal. Die ist aber auch an sich nicht schlimm. Dann kann es kaputt gehen. Das ist sicherlich wichtig. Aber das siehst du selten, hast du gesagt, oder? Es ist ja eher unwahrscheinlich. Dass es kaputt geht? Ja, das Risiko ist sicher deutlich geringer als eine reine Kapselfibrose. Dann über das Lymphom kläre ich auf. Das Risiko ist extrem gering, aber ich finde, man sollte sich darüber im Klaren sein, dass prinzipiell ein Eingriff, der eigentlich nur ästhetisch ist, dass es, auch wenn das Risiko minimalst ist, einfach, dass die sich das wie mit überlegen. Man nimmt heute jetzt auch fast nur noch glatte Implantate. Mit dem heutigen Stand der Wissenschaft sollen die sicher sein und keine Fälle von diesem Lymphom zeigen. Aber in der Medizin ist halt häufig leider so, dass man Ergebnisse erst viele, viele Jahre später hat. Genau, das sind, glaube ich, so die wichtigsten Sachen. Und für die jüngeren Frauen, es kann schon Probleme mit dem Stillen geben. Ja. Das sind die Sachen, die glaube ich, wichtig sind. Neben den ganz normalen chirurgischen Risiken, die ich aufkläre. Ja, jetzt fand ich das eindrücklich, wie du das geschildert hast, dass manche Frauen vielleicht gar nicht so gut beraten werden, wenn die ihre erste Brustvergrößerung, Implantateinlage durchführen lassen und da vielleicht zu falschen Erwartungen kommt oder Missverständnissen. Und wenn eine Patientin bei dir sitzt zur Beratung, zeigst du ihr Bilder, oder wie kann sich eine Frau vorstellen, wie es danach aussehen würde? Ja, genau. Also zum Ersten, was du gesagt hast, finde ich auch manchmal wirklich erstaunlich. Ich sehe eben mehr Patienten, wie gesagt, die schon Implantate haben, die Probleme haben zum Auswechseln. Und wenn ich dann frage, was ist das für ein Implantat? Welche Größe hat das Implantat? Wo ist das Implantat? Man kann die vor oder hinter dem Muskel einsetzen. Viele wissen gar nichts. Sie sagen dann, sie waren bei dem Arzt und der hat gesagt, ich mache das dann oder ungefähr das. Und vielen ist dann auch die Brust wie zu groß oder die waren nie happy damit. Und das finde ich verrückt. Bei uns ist es so, ich sehe die Patientin zu einer Erstbesprechung und die geht in der Regel eine Dreiviertelstunde. Und da erzähle ich einfach mal ganz viel über Implantate. Ich erzähle über die Texturierungen, was ich vorhin schon besprochen habe, diese glatten, die mit mehr Textur, einfach alles, was so ein bisschen dazugehört, und höre mir mal an, was sie sich ungefähr vorstellt. Und dann schaue ich auch, was möglich ist. Man kann nicht jedes Implantat in jede Brust einbringen. Da muss man wirklich, gibt es Messungen und dann muss ich ein bisschen beraten. Und dann gehen die nach Hause, sollen sich das alles überlegen, und dann gibt es einen Zweittermin. Also ich operiere niemanden, den ich nur einmal gesehen habe. Und im Zweittermin kann man wirklich noch mal ein bisschen präziser auf den genauen Wunsch eingehen. Also welche Größe nehme ich jetzt? Ich empfehle immer, dass sie selber Bilder mitbringen, weil häufig höre ich was anderes raus, als sie nachher tatsächlich wollen. Wenn ich dann die Bilder sehe, dann bin ich häufig erstaunt, wenn mir jemand sagt, ich möchte ganz kleines Implantat, ganz natürliches Ergebnis, und dann schaue ich nachher die Bilder an und denke, okay, gut, haben wir nochmal drüber gesprochen. Und man kann Fotos sehen. Ich finde es in der Ästhetik schwierig, weil jeder Mensch ist komplett anders, und ich kann bei 3 Frauen das gleiche Implantat einsetzen und jedes Mal sieht es komplett anders aus. Daher bin ich da ein bisschen zurückhaltender mit Fotos.
In der Rekonstruktion ist es extrem wichtig, Fotos zu zeigen, weil da gibt es eben Unterschiede, ob sich jemand für ein Implantat entscheidet oder für eigenes Gewebe. Da beim eigenen Gewebe muss man mal die Narben zeigen. Beim Implantat, wie kann sowas aussehen im Vergleich zur Gegenseite? Da ist es extrem wichtig. Und dann haben wir extra jemand bei uns im Team, wo die Patienten nochmal ein einstündiges Gespräch haben, die sich wirklich vorbereiten, Fotos zeigen. Weil da ist es extrem wichtig, weil die sich auch häufig noch nicht so lange damit auseinandergesetzt haben und sich das auch nicht so vorstellen können, wie jemand, der kommt und sagt, ich möchte eine Brustvergrößerung. Also ihr investiert wirklich sehr viel Zeit, um rauszufinden, was möchte die Patientin, was kann man ihr anbieten. Ihr zeigt denen ja auch Implantate, die dürfen es ja auch anfassen, dass man mal so eine Vorstellung hat, wie sieht sowas aus. Gibt es Situationen, wo du sagst, gut, das ist eine Patientin mit einem ästhetischen Wunsch, also keine Patientin mit Krebs, die du ablehnst, also wo du sagst, nein, das würde ich so jetzt nicht machen, die Operation. Kommt sowas vor? Kannst du dich an sowas erinnern? Ja, jein. Also muss ich auch sagen, sehe ich eigentlich sehr wenig bei uns in der Praxis. Ich denke in Praxen, es gibt ja so spezialisierte Praxen, die machen so am Laufband Brustvergrößerung. Ich glaube, die sieht ein bisschen anderes Publikum, die vielleicht andere Vorstellungen haben, sehr jung sind und sich daher auch noch ein bisschen was anderes wünschen. Ich muss sagen, bei uns, die Patienten, die ich sehe, habe ich das wirklich selten, dass jetzt jemand kommt und sagt, ich hätte gerne 800 Milliliter Implantat. Man muss dann sagen, nein, keine gute Idee. Aber ja, es gibt schon Fälle, wo ich sage, okay, Brustimplantat ist vielleicht für ihre Brust, für das Gewebe, für die Lebenssituation nicht das Beste. Es gibt andere Möglichkeiten, wie wäre es denn eben mit einem Lipofilling? Das bedeutet, man saugt irgendwo Fett ab, bringt es in die Brust ein. Wenn man nur ein bisschen die Form verändern möchte, ohne jetzt viel an Größe dazu gewinnen möchte, das ja. Also es kommen schon manche, die nachher dann mit einem anderen Plan wieder rauskommen. Ja, ich denke, also wenn sie dir gut zuhören und sich gut beraten lassen, dann hilft das den Frauen in der Entscheidung sicher massiv weiter. Wie du sagst, man hat andere Vorstellungen, hat Bilder geschaut, im Internet etwas gefunden, was vielleicht gar nicht zu einem individuell passt. Genau. Gut, jetzt haben wir viel über Patientinnen gesprochen, die ästhetische Eingriffe vornehmen lassen, die Brust vergrößern lassen. Und am Anfang hast du gesagt, die Gruppe von den Frauen, die eine Rekonstruktion erhalten, eine Wiederherstellung, weil sie aufgrund einer Erkrankung operiert wurden, bei denen ist es schon sehr viel anders. Ja. Kann da das Implantat genauso viel leisten oder was ist da grundsätzlich für dich als Chirurgin anders? Also genau, die Auswahl vom Implantat ist eine ganz andere, weil wenn ich genug Gewebe habe, kann ich wie verschiedene Größen einsetzen und das bringt, also irgendwo bin ich limitiert natürlich, aber das bringt mir einfach mein Gewebe wie mehr nach vorne. Bei einer Rekonstruktion muss ich jetzt schauen, wenn ich eine gewisse Brustbreite habe, könnte ich jetzt nicht einfach, wenn der Hautmantel ist nachher leer, weil die Brustdrüse entfernt wurde, kann ich nicht so ein ganz kleines Implantat einsetzen, weil der Rest der Haut würde dann daneben verkleben und das passt nicht. Das heißt, die Wahl vom Implantat ist entscheidend eigentlich, dass das genau in den vorhandenen Hautmantel reinpasst, in den meisten Fällen. Und so genau, ich glaube, die Erwartung von dem Patienten muss man auch sagen, über dem Implantat ist nachher nur noch die Haut. Und je nachdem, wie schlank jemand ist, vielleicht auch wirklich kein anderes Gewebe. Das heißt, man kann das Implantat deutlich mehr sehen. Bei einer ästhetischen Patientin ist das Ziel, man sieht nichts von dem Implantat. Und bei einer Rekonstruktion automatisch, wenn kein Weichteil mehr da ist, kann man diese Implantatränder sehen. Und das muss ich gut besprechen mit der Patientin. Vor allem auch die Möglichkeit, wie können wir das nachher besser machen, weil eine Implantatrekonstruktion ist in der Regel nicht mit einer OP getan. Zwar hat man dann Volumen in der Kleidung, ist es okay, aber viele wollen ja auch nachher wieder in die Sauna, in Sport, dort duschen und nicht, dass das direkt jeder sieht. Und dann braucht es noch Schritte danach, kleine Korrekturen. Und da, auch das habe ich vorhin schon ein bisschen angedeutet, kann man Fett absaugen, irgendwo am Körper, wo Fett da ist. Und kann das nachher zwischen Implantat, also da, wo sich die
Kapsel um das Implantat bildet und die Haut kann man das einbringen, sodass diese Ränder dann ein bisschen besser kaschiert sind. Braucht aber wirklich sicher noch 1 bis 2 Eingriffe danach. Auch sowas ist wichtig im Vorfeld zu besprechen. Das sind so ein bisschen die Unterschiede, ja. Das heißt, bei Patientinnen mit einer Krebsdiagnose, die so schnell wie möglich auch äußerlich wieder intakt und möglichst ganz wieder aussehen möchten, denen musst du sagen, man kann nicht versprechen, dass man die Brust, so wie sie jetzt, wie der Körper sie natürlicherweise mit sich bringt, so wieder herstellen kann in einer Operation. Ja. Und das ist aber was Patienten sich wünschen natürlich. Und dann erklärst du ihnen, es braucht mehrere Schritte, aber man kann sich dem Wunsch schon auch annähern. Das ist schon richtig so. Genau. Also die meisten verstehen das dann auch. Also es sind die wenigsten, die wirklich sagen, ich möchte eine OP und mehr nicht. Wir legen ja auch häufig gar nicht direkt das Implantat schon ein, sondern im ersten Schritt kommt in den allermeisten Fällen erstmal so ein Platzhalter rein. Und bis alles geheilt ist, bis man die weiteren Therapien gemacht hat. Und dann wird erst das Implantat eingesetzt. Und auch dieser erste Schritt hat Vorteile für die Heilung und aber auch für die Entscheidung der Patienten, weil die kommen frisch mit der Diagnose, die wissen nicht, möchte ich Eigengewebe, möchte ich ein Implantat, ich bin total verwirrt. Das heißt, kann man den Hautmantel erhalten mit diesem Platzhalter und dann können die erstmal alles durchmachen, zur Ruhe kommen, sich wirklich in Ruhe Gedanken machen, bei uns nochmal die Fotos anschauen, zum Zweitgespräch kommen und dann entscheiden wir, in welche Richtung das geht und dann müssen die sich einfach bewusst sein, mit einem Implantat braucht es dann meistens nochmal die Schritte. Ich habe auch Patientinnen, die sind happy, die stört es nicht, dass man ein bisschen die Ränder sieht, die sagen, im T-Shirt ist alles gut und die machen nichts weiter oder viele kommen erst nach 2 Jahren und sagen, bisher hat es mich nicht gestört, aber jetzt wird es mir auf einmal doch wichtig. Und das kann man zu jedem Zeitpunkt noch machen. Und sicher auch wichtig, was viele Patienten doch immer wieder fragen, ist eine Pflichtleistung der Kasse. Also diese Korrekturen, Punkt, auch eine Angleichung von der Gegenseite, die es manchmal braucht. Das ist eine Pflichtleistung der Kasse. Da hatten wir früher manchmal Probleme, aber das weißt du besser, du hattest das geschickt vor 2 Jahren. Hat sich das, glaube ich, so ein bisschen geändert, dass das wirklich in den Katalog aufgenommen wurde, dass wir da keine Probleme, Gott sei Dank, mehr haben. Ja, also, zum Glück, dass wenigstens diese Last oder dieses Thema von den Patientinnen dann weggenommen wird, wenn man in so einer Situation ist und das entscheiden muss. Absolut. Jetzt haben wir viel so über das Material gesprochen und die Indikation und dieses sehr individualisierten Entscheidungsprozess, den ihr mit den Patientinnen geht. Hat sich denn von den Operationstechniken etwas geändert in den letzten Jahren? Also würdest du sagen, du als plastisch-ästhetische, rekonstruktive Chirurgin operierst heute anders, als man das vor 20 Jahren gemacht hat, wenn man ein Implantat einsetzt? Ja, also definitiv. Da hat sich was geändert. In der plastischen ist es immer noch nicht so anders als in der Gyn, wo wir richtig gute Studien haben und sagen, das ist evidence-based, wir machen jetzt die Therapie. Ist in der plastischen viel, wenn man da 5 Plastiker sitzen hat, hat jeder seine Technik und sagt, das ist die einzig wahre. Aber was sich, denke ich, schon geändert hat und bei uns im Team, bei allen und 5 Chirurgen, ist, dass früher hat man das Implantat eigentlich fast immer unter den Muskel eingesetzt. Das heißt, man hat den Brustmuskel unten abgelöst und dort drunter das Implantat eingesetzt. Und das auch in der Rekonstruktion, das macht Sinn, weil man hat ein bisschen mehr Deckung. Aber was das häufig mit sich gebracht hat, ist eine sogenannte Muskelanimation. Das bedeutet, wenn man den Muskel anspannt, sind wirklich die Implantate mit so ein bisschen gesprungen. Und daher geht man heute eigentlich, wann immer möglich, vor den Muskel. Es fehlt diese Deckung, ja, für den Anfang, aber wir haben eben jetzt die Möglichkeit mit dem Lipofilling, also mit dem eigenen Fett, wirklich nochmal eine schöne Deckung hinzubekommen. Und die Brust wird etwas natürlicher, es macht weniger Schmerzen, weniger Komplikationen, also wie Kapselfibrose, das gibt es weniger. Und es sieht natürlicher aus, gerade wenn man nur eine Seite operiert. Das Implantat kommt ein bisschen schöner nach unten, was häufig der natürlichen Brust mehr entspricht. Und ja, ich glaube auch ganz wichtig, nochmal, die Schmerzen sind deutlich weniger. Und
Ja, das hat sich geändert. Hat sich so bewährt, ja. Und führt ihr die Eingriffe hauptsächlich ambulant durch, stationär oder wem würdest du was empfehlen? Also die Rekonstruktionen sind eigentlich immer stationär, weil da arbeiten wir mit euch vom Brustzentrum. Das sind größere Eingriffe, da ist meistens das Große ist vor allem die Brustdrüsenentfernung. Da haben wir eine große Wundfläche und die bleiben stationär. Daher auch die Rekonstruktion, die wird ja im gleichen Schritt gemacht. Wenn man einen Expander hat und wir wechseln das nachher aufs Implantat oder wir machen Lipofilling, kann man das sehr, sehr gut ambulant machen. Das ist kein Problem und auch ästhetische Eingriffe wie eine Brustvergrößerung machen wir sehr, sehr gern ambulant. Und was müssen die Patienten nach den Operationen beachten? Also sie stellen dir auch oft die Frage, so wie viel kann ich mich belasten? Wann ist das Implantat sicher? Also wann kann ich Sport machen? Was gibst du da den Patientinnen mit? Also es ist so ein bisschen zweigestaffelt. Sicher sind so die ersten 2 Wochen ist da, wo die Wunde heilen muss, bis mal die Naht einigermaßen stabil ist. Das sind die 2 Wochen, wo man auf sich achten muss, vor allem, dass wir keine Wundheilungsstörung bekommen. Nachher ist es dann noch wichtig, weil das Implantat ist wie noch nicht fixiert. Das wird nirgends angenäht und wir wollen nicht, dass das Spielraum hat und sich bewegt. Das heißt, wir wollen, dass sich diese Kapsel bildet und die braucht ungefähr 6 Wochen. Und daher ist es wichtig, dass man 6 Wochen speziellen BH anhat, Tag und Nacht, eher auf dem Rücken liegt und vor allem keinen Sport macht. Ja, das sind Sachen, aber so in ihrem normalen Alltag, gerade in der Ästhetik, das können die Patienten eigentlich immer machen. So sie normal spazieren gehen, kochen, zu Hause was machen. In der Reco ist es ein bisschen anders. Die haben in der Regel schon länger noch ein bisschen Schmerzen. Die haben für eine Woche lang eine Drainage. Die brauchen meistens ein bisschen länger, bis sie wirklich ganz fit sind. Ja. Zum Schluss wollte ich dich noch einmal fragen, und zwar hast du ein ganz interessantes Programm selber entwickelt, entworfen, ein Projekt, das heißt Implant Health. Ja. Das wird etabliert bei der Plastic Surgery Group im Brustzentrum Zürich. Kannst du uns ganz kurz erklären, was das ist, warum du das initiiert hast und für wen das ist? Das richtet sich hauptsächlich an die ästhetischen Patienten und es geht um die Nachsorge bei Implantaten, die in den meisten Fällen wie nicht wirklich gegeben ist. Unsere rekonstruktiven Patienten, die sind in der Nachsorge, die kriegen sowieso regelmäßig einen Ultraschall, wenn was mit dem Implantat nicht gut wäre, wie, dass es kaputt geht, dass sich Flüssigkeit ansammelt, irgendetwas, das erkennt man extrem früh. Bei den ästhetischen Patienten, sobald die sich dann gut fühlen, kontrolliert man die nicht mehr so richtig oder ganz regelmäßig nach. Und es gibt eine Empfehlung von der FDA, das ist eigentlich die amerikanische Zulassungsbehörde für Medizinprodukte, und die empfiehlt, dass man nach 5 bis 6 Jahren, nach einer Implantateinlage, die erste Ultraschalluntersuchung macht und nachher alle 2 bis 3 Jahre. Weil in einem Ultraschall werden wir schon sehen, ob es kaputt ist, ob es Flüssigkeitansammlung hat, ob irgendwas nicht gut ist. Und das macht total Sinn. Und daher empfehle ich das eigentlich allen Patienten mit Implantaten, dass sie das machen. Und wir bieten das an, eben gemeinsam mit dem Brustzentrum. Die kommen dann einerseits zu uns. Ich schaue mir das klinisch an. Und dann gehen die aber auch noch ins Brustzentrum und kriegen noch einen Ultraschall, auch von der ganzen Brust, den Lymphknoten, um da einfach, falls was wäre, frühzeitig auch was machen zu können. Weil es gibt schon Patientinnen, die kommen und das Implantat ist tatsächlich schon total kaputt und man weiß überhaupt nicht, wie lang ist es schon. Silikon ist in der Regel nicht gefährlich, aber es können Silikonpartikelchen Richtung Lymphknoten gehen und die bleiben dann verdickt. Und um sowas einfach zu verhindern, empfehlen wir dieses Nachsorgeprogramm eigentlich. Also ich finde das einen ganz wichtigen und tollen Ansatz, dass so die Gesundheit von den Frauen im Vordergrund steht, auch bei Frauen, die sich die Brust vergrößern lassen. Und ich denke, es gibt viele Frauen, die auch dadurch einen Vorteil haben, dass sie eine Brustuntersuchung erhalten, obwohl sie gar nicht sonst dazu gekommen wären und aufgrund von diesem Programm Implant Health dann einen Zugang zur Früherkennung, zur Brustgesundheit erhalten.
Und ich glaube, in dem Zusammenhang ist auch noch wichtig zu erwähnen, ich denke, du bist da meiner Meinung, dass man unbedenklich Mammographien durchführen lassen kann, wenn Implantate eingesetzt wurden. Also, dass da keine Sorgen bestehen müssen hinsichtlich der Robustheit der Implantate bei einer Mammographie. Also, es ist überhaupt kein Problem. Ja, ich glaube auch, das ist ganz wichtig, dass man das weiß. Und ja, die Früherkennung ist gut, das finde ich eben auch mit dem Ultraschall, das sage ich auch den Patienten, das machen bei uns ja Senologen oder Radiologen, also wirklich ausgebildet, das mache nicht ich als plastische Chirurgin. Und das ist schon auch immer eine Frage, gerade in der Rekonstruktion. Die haben manchmal Sorge, kann ich nachher meine Brust noch genauso beurteilen, ob da was ist? Und das ist tatsächlich, man kann alle Untersuchungen ganz normal machen. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du heute mein Gast warst. Ein ganz spannendes Thema rund um das Thema Implantate, Brustvergrößerung, Brustrekonstruktion. Und danke Ihnen fürs Zuhören und fürs Zuschauen bei dem Podcast Brustgesundheit von Affidea Brustcare, Brustzentrum Zürich und Plastic Surgery Group. Und wenn Sie noch weitere Informationen zum Thema suchen, zu den Instituten, dann finden Sie das in den Shownotes, auch rund um das Thema Implantate. Herzlichen Dank.